Hallo und willkommen zurück zu Wildermyth. Mein Name ist Professor Brain und erfahren, wie wir da fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich sind wir im Intervall zwischen Kapitel 1 und 2. Unserer... ist das schon die vierte Kampagne? Müsste schon die vierte sein, ja? Was ist schon die fünfte? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, es ist sogar schon tatsächlich die fünfte Kampagne, ja. Ja, ist die fünfte. Ich realisiere erst jetzt, wie viele Kampagnen wir eigentlich hier schon haben. Na gut, nicht so wichtig. Intermezzo Kapitel 1 zu 2. Diese Kampagne gegen die Drauven und ja, 10 Jahre sind vergangen. Seit Kapitel 1 und schauen wir, was passiert. And appears where to go for extra work. Some fixing projects, some junk that needs sorting. Kept enemies when my husband was still my husband. Dog gets rusted clothes, so I never used the bolt. Das war... Was? Dog gets rusted clothes? Warte kurz, ich verstehe den Satz nicht. Moment. Jetzt, okay. Door gets rusted closed, so I never use the bolt. It's why you see just the rope and hook. But it blows open, or the cheese tries to eat the rope or something. Knocks it off his hook. So I'd appreciate you checking up on it when you can. What are you looking at? Cop's the final sheep? Cop, huh? Copy cop. What a bright sheep. And of course she's the last of my sheep. I hate her. Still, she doesn't leave, so you have to feed her. I can do her baths. Alright, so. Also in here's, let me show you what's also in here. In here's a, whoa, it's a guy. Yes, that's a grown man. Huh? That doesn't often happen, but I do think it's pretty weird when it does. Brisk cool winds were at first to welcome, with summer starting. Now the lash is yawning, proud tall trees must bend. Even the stones feel it, high on the mountains. Charred rocks plummet off seeds they'd held since mountains were waste. Was half convinced the letter was a fake. Gav was Fanspear. They say you are dead now. I was excited to stay the summer with my mother and father. Really wasn't going to be left behind. Really? You're a grandfather. We would have brought her, but you later mentioned danger. Barhand? How are you still working hard at your age? George Mecker. Look at you bruiser. The simple things come first. A big warm meal is followed by toasts and a glossy accounting of all the years. But the remembrances are abbreviated. The nature of the business tonight is grimmer even than it was all those years ago. Good to hear that the problem is still relatively remote, but the journey is needed then. Yeah, and there's trouble on the road. More probably even since we walked it. Never have I been called so directly and powerfully to violence. Slaves? Why? How would Drauven do this? I don't know what exactly they're digging for. Or? I wasn't going to get near enough to ask anyone, that's for sure. Didn't seem like mining though. They move earth, they eat and drink from throats, sleep chains to stones, and eat each other. I don't know how many. They're all human though. Their numbers grow as this Bonehelm knight has his way with the landsfolk. He and his dwarven break any militia force that challenges them. And you believe it really is? I haven't seen him, but the description of his size and sword leave little doubt. Then in a way, it's our fault. What could we have done? We can't take blame for every bad thing that happens. Yes, maybe, but I can see why he thought to come get us. We're probably the ones who know this from a captive himself, know him best. Fate wears a particular cloak. It's woven of quiet. When she sweeps through our lives, we sense it, and our hearts lean to follow her. Life moves with us. It's not any of our own. Must be more than a season's walk. Worry about our girl. I'm afraid it'll be likely more akin to a war campaign than a hunting trip. The way I see it, there's a couple distinct ways to go about this. We speed straight towards the enemy and the full force, the way we did last time. Or we can be more methodical, take our Drauven holdings, weaken their position while strengthening ours. Well, maybe the slower way. We can afford a few trips home. I was also thinking that, but I'm glad it was you who said it. Should I steepen our monster? Draw an extra monster card, okay. Liberate Kapitel tinkerings. Claim other Drauven sites to make the final fight easier. Each cleared Drauven site will reduce the strength of the final fight by 1. Ich möchte, wenn es geht, alles zuerst clearen. Wir haben... In Show Market könnten wir jemanden rekrutieren. Das wäre, glaube ich, nicht das Dümmste. Dann können wir da schon... jemanden, holen. Jetzt rekrutieren wir hier jemanden. Dann möchten wir aber, glaube ich, so schnell es geht, kurz hier hinten das eine Gebiet, das wir noch nicht das letzte Mal clearen konnten, clearen. Und dann machen wir weiter. Na gut, wir müssen erst hier durch. Das ist das einzige Teil, das infestet ist. Aber von Frixel nur, okay. Und hier sind Deepists. Wir sind auch Deepists. Okay. Das Ding Kirschen sind auch entweder Frixel oder Deepists dann. Na gut. Wars, guys.
The journey has only begun, but any ruthless distance will soon remind the body of its flaws. The day is already dying and the sun was never more than murky. On the horizon's other side, Warlord, Winkin Piak has returned. She stands fierce at your fire. Good, Piak is faster than others. My news is for the Warlord, Drauven. I am his winged spear. You're stirring proud, I see that, but know that the Warlord and I are tied in at the tail. Don't expect to reach across my jaws unbitten. I only do what has been asked of me. Then you're the dwarf others describe you to be. Warlord, the moon's shell is not whole again, but already you are returned here. My mission, Piak is the swiftest fire warlord. Young for Wingston, but beautiful. I wish I do use wings, the way Piak is do. All beings envy the wing knights their skill and stature, but warlord, you must never say so in front of others. Piak herself, I believe you may trust if you candor, but she seems to be of a rare kind. Warlord, your flight is in a battle. In the skies of war, you are a mighty crag eagle. I am an ill-seasoned dew leaf. I can be blown far and deep fast, but it is unproven whether I would be split, falling upon the blade. Forest birds clack and whistle, the chime of picks struck rocks filters from the dig. Did you understand me, Warlord? Does he look like he understands idle poetry? Fool knight. Warlord, put her at ease, have her report. It's right, Piak, stand here easily. Do report to me and Versal. Yes, Warlord, my flight was south and east to the old borderlands. Far in the direction I am traveled from, before in my history. As is now renowned, Warlord, I progressed quickly, was supplied well, our fortifications all stood intact and cannily managed. She says our battle camps are strong, good. Good. Then we are in good situation. I'm glad. But Warlord, I think the limitations of our pyramids. Warlord, it is time to send Drauven past the borderlands. No. What meaning is? Attack? Way to southeast? Get slaves there? Warlord, I think this is wrong talk. Not more slaves, no. But attack is better than wait? Waiting is better than waiting, Warlord. The southeast isn't important. It holds no ancestral value to us. Waiting them will only stir the humans up. What use is that to our efforts? The efforts of slaves, you mean? Whose labor only you see purpose in it? Ancestral. My ancestral is there, in the southeast, my fatherland. In 2 heavy strides, Fuwain is heading up the hill. Fuwain, do you presume to command him? You're right, Wings and Piak. I commend you for correcting me. The soft land is quiet, breezes muss their hair off early oaks, afternoon slowly rusts. Remember our long travel? Both of us walking, chased by soft skull hunters? That time I wished for wings also, wings for you. I was weak that time, now time's strong. I make human ones flinch. Soft skulls. I put cages on them. Around them? Around, yes, Warlord. If we do wait the voted lands, let's first strengthen the places we truly you have made Drauven. Like the arm on my chest. Wonderful, she's got you clumsing your own analogies now. Yes, Warlord Fuwain, we will armor our hills, thicken our camps with spears. Drauven are born raiders, Warlord. Out of the egg and into the thorns, as the saying goes. We don't need wars, we need only skies and courage. Oh, interessant. Wir können schon was dagegen machen. Fuwain is a Drauven born, away this need. I trust to Versal, he has a head, it's a good thinking head. Was ist der Word? Okay, entweder all Drauven Sites haben mehr Drauven oder wir haben eine sofortige Incursion. Das Ding ist, die Incursion ist jetzt relativ gefährlich, weil es sind eine Menge Drauven. Allerdings das Fortifieren würde den letzten Kampf, weil es ja auch eine Seite ist, stärker machen. Das heißt, es würde den Bonus, den wir halten durch die Ausschüsse der anderen Drauven Sites ein bisschen vermindern. Jetzt ist die Frage. Einen großen Wait jetzt oder lieber warten? Wir sind nur 4 Leute. Für den Wait würde ich gerne 5 Leute haben. Also warten wir mit dem Wait und der Fortifieren erstmal das ganze Zeug. I not fully understand it even Versal's reasoning, Warlord. And even more so, I question whether Ansel, the Warlord has made his decision, Wingston Piak. Right, my decision I has made. Yes, Warlord. I'm honored to be an arrow in the sky. Versal's sky also. He did give to me sky, in place of caged bars. Warlord, I must also advise, humbly, that the Wingston Piak be kept close, an arrow cleared and ready to guard your sky.
though you generously call it ours, I will not. But the winglet's paddleway has ever been to fly far, and I understand is elbow level, but I think Rosalis understand his needing. I do a agreement? I don't know. After a brief silence, Fuwain grunts, turns and heads back down the hill. His devotion to you, I simply do not like it. It gnaws my soul seeing such a thing in him. You pay him little respect, thinking it ill-founded. Have patience with me, Winky and Piak. I was born small, but I carry tall hopes, as old as the mightiest of our ancestors. Have patience with me. Or am I just the water you told me I wasn't? Burning Ghost of Lead. Ja, Fuchsel sind hier. Mit denen haben wir mehr als genug Erfahrung. Also der letzten Kampagne, ach du Scheiße, die Endschlacht war wirklich eine richtige Schlacht. Company of Crows. The doomed days are like indecisive adulterers. They let no one sleep. They stand in the portal and the hot wind pours inside. They slam the doors, they go and it shivers on its hinges. I have seen the end, watched it come and watched it pass, many times. I know something of what lies ahead. Ah, dieses. Whaley and Kefkas wait for the others to come up the road, taking shelter in an abandoned place. They've chanced on another traveler. I imagine the end, sometimes. Then you are already weird, next to those you deem friends. Weird is a word only cowards who while, I've said so before. But cowards swing swords they cut, deep as hero blades they sink. Wayne chatters on that fetch. I see things written in the turning of storms, in silver-white letters, in shaking pages of rain. I read of dreams left behind this yondering. I read of dooms the years intend. I read until my eyes shine, my stomach roars. I have read of you. I know what you are meant to be. Ah! I find the ropes of fate are not tied so tightly for those who test them. No demands you believe. You must only endure what happens. The old storage building smells like ancient hay, moist rock, and the burning pine pitch of the torch. The woman's robe moves like it's a part of her. She shrugs. Fortunes are given to crows to tell, and crows are kind enough to share their gift with witches. A witch well paid shares fortunes with the wayblind. Paid? Whatever do you want, Dot of Blood? Black wings like in my dream, oder? We're not mushrooms. Gloom and shadows won't help us. Hatten wir schon mal die Transformation? Ich weiß gar nicht mehr. Also, wenn ich es richtig verstehe, haben wir zwei verschiedene Transformationen zur Verfügung. Cowardly Poet. Mach mal das. Es kann sein, dass ich schon Helden haben mit der Transformation, aber die waren definitiv nicht ganz vollendet. Und ich meine, wir sind erst im Kapitel 2, das heißt, jetzt wurde die Transformation komplett vollenden können. Also ja, Black Wings like in my dream. Then you already glimpse the form of your roaming spirit must take. You have seen it in your sleep and it will not shatter you. Yes, I do. I walk on my feet, but my feathers feel the wind in them. You go winged but never flying, fast but rarely fleeing. Your wander leads you to things you never thought you chased. Yeah. Really? The description's close to the one you gave me. Is that worrying or reassuring? The wind will pause in the morning. Do not worry much, for you will love yourself, lonely though it may make you. There was a queen too in my dream. She halts momentarily, the stillness of a startled bird. Some dreams are only flights of fancy. The night elapses, the wind sounds like a river of dragonflies flowing by, snoring thunders occasional and soft, growing ever more distant. Will and Kefka sleep at some point, taking turns. The woman walks out into the pale pre-dawn. Without a sound, or a pain, or any observed moment of metamorphosis, Willie wakes up, bewinged. They continue on to wave and focus. Hey Kefkas, there you are! Willie with you? Couldn't find you in the way and head to camp. Und hat jetzt Flügel. Zeig mal her. Ja, ich bin mir relativ sicher, wir hatten tatsächlich die Transformation schon mal. Und ein Waterspirit. Nice. Crowd touched. Speed und Dodge. Nice. Das ist perfekt. Kann ich irgendwo... Ja, hier Achievements. Metal Weapons. Was? Wir können, ja, noch, ja, also abgesehen von Dagger, Great Axe und Great Sword haben wir noch eine Menge Zeug, was zu einer Wasserwaffe werden könnte. Also hinterher.
schnell es geht. Wir haben hier überhaupt Fernkämpfer. Nicht direkt. Und es ist nur Fernkampf? Oder wie muss es sein? Ranged Attack. Ich frage mich, ob die Claws dazu zählen, weil an sich ist zwar Melee, aber es hat eine Range. Na gut, wie auch immer. Ja, holen wir so Gift, bisschen Gift. Ja, bis hierhin. Und der Drauven stirbt durch das Gift, sehr schön. Das Feuer müsste ihn erledigen. Ja, ist sehr schön. Kann er nicht hier bleiben? Schöner Stunt. Was nimmst du dadurch Schaden? Ah, weil du durch das Feuer gehst. Schöner Stunt. Jetzt hinter... Hier, du könntest ihn erreichen. Ein Schwert, ein Wasserschwert. Ne, ich würde gerne mit George ihm einen Wasserspeer geben. Sofern wir noch nicht einen haben. Ah, wir haben schon... Na gut, das ist ein Greatsword hätten wir, aber einen Speer noch nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. George müsste ihn erreichen können. Die meisten Gegner haben wir erledigt. Die paar Gegner, die da hinten noch sind, dürften nicht allzu viel ausrichten können. Da hinten ist er. Kannst du ihn erreichen, George? Ja, kannst du, perfekt. Okay. Schauen wir kurz, noch um nach Vorsicht zu gehen. Ja, so der Hammer, also den Speer hätte ich noch nicht, aber ich glaube der Speer. Ah, doch der Hammer. Was macht mehr Schaden? Also, aus Interesse. Weiß auch gleich viel Schaden, deswegen hat er eine höhere Range. Ja, Wasserspeer. Weniger Stunt Damage, dafür Wassereffekt. Ah, und der war der einzige, ja gut, in Anführungszeichen Gegner, also das ist natürlich kein Gegner, der einzige NPC, der noch hier war. Okay, das heißt, man kann tatsächlich erst alle Gegner erledigen und dann alles in Ruhe den Dings handen. Na gut, das Ding ist ja, die Hände sind voll. Ja, mach einfach, ja. Salvagen wir das Ding. Okay, die Vögel werden stärker, kann uns egal sein, die sind nicht unsere Hauptgegner. Sichern wir das Gebiet. Von Old Wish Passing, Kefkas and George go to pay their respects.
Cass and George are called to a hill village where an acquaintance of theirs has lost his husband. It's a hard thing, death. We forgot how quickly things can turn. The funerary rites are brief. The crowd that scatters is impressive for such a small town. As the mourners disperse, Cass and George spot Helmigen standing by a flower-stone cart bearing a leaf-shrouded body. Helmigen, we were sorry to hear about Ruka. A lot of folks came. Ah, friends. How many years has it been? They go with him up the road to his home on the hill. You lose perspective sometimes. Easy enough to do, sadly. You think you have the years together, decades. From first cake to your middle years, old age then, but the two help Helmigen transfer the shrouded body to a small prepared clay room beside the house. They settle inside and he tells them of his plan, and of the provincial custom he's observing. Green wading it's called. A woven shroud of dawnswort. Dawnswort grows thick around here, in the little woodlands you see. It's a strong aroma, the body stays fresh, sometimes as long as 4 years or 5. We hill folk will generally build a clay home for the departed on the house's shady side. Evajan is the old word for it. It means memory house. And he'd normally lie there for his term. When the shroud of dawnswort turns black, he'd be buried. Sounds like the idea never. But I don't plan on waiting. You don't plan to wait? So you plan to bury him soon? Tonight even? No, my husband Rook and I will be going on a journey, and I hoped you'd come along. Oh. A hard sudden wind falls, chittering and droning like a swarm. Yes, I hoped you'd come. Be our escort. It's a dangerous world, and you're both strong. Stronger even than I remembered. Well, we are now, if you come along with you, if you need protection. Me too, ja, machen wir sofort. Wenn ihr mitkommt, dann wähle ich, weil Barhand, der wird doch... Er ist 61. Er retired aber noch nicht. Also beziehungsweise es steht noch nirgendwo eine Meldung von wegen, er würde retiren am Ende. Meistens steht das ja immer, wenn man ihm Ausrüstung geben kann oder so. Also nehme ich mal an, dass wie viel Zeit auch immer nach dem Kapitel vergehen wird, das sind nicht 10 Jahre. Aber er wird nicht mehr lange hier dabei sein. Er ist schon 61, Retirement Age ist 70, also ja. Schicken wir lieber Haley mit. Just west of Hard Farm Quarry, Helmigen leads his ox cart carrying the body of his husband down through the hills into the arms of an old forest. Mist rolls in as twilight takes hold behind a cloudy sky. I'd have sworn we'd have a clear night. Hard to predict. It's hill country, wild skies. Place I'm looking for shouldn't be far. Can I ask about Ruka? I don't think either of us ever met him. I remember you talking about him. I'm sorry, he never came with me to Pathnail. I always wanted to him too, but he was never quite well enough and he insisted on staying home to tend the farm. We met when we were both young and we liked to laugh, prank, start trouble. It's going to sound sappy if I start telling you how we knew we belonged together, how it felt like fate. So I won't. We built the farm, there on the rocky hill. He liked the farm, Ruka. He was a bright and imaginative man. Shy though. He was born with an illness that never fully left. Our good times were great. But the bad times, when he couldn't rise from bed, those made my heart splinter, and one day, it shattered. If there's one thing I know, it is that I don't want to live in that empty house without him. The forest had been dead quiet when they entered. As they've gone deeper, noises have filtered into hearing. Drips, scrapes, low trills. The smells have turned richer, of damp earth, spicy bark, quilted mosses in purple, green and beige. Soon dogs halts. They come into a clearing where a goddess lives. Oh. Helmigen? You expected this? Yes, I intended to find her. The reason I brought Ruka here. The reason I'm here and you are here. Uruway, she's a goddess of borders and in-betweens. This realm of hers welcomes both dead and living. So I'm here to join him. Ruka and I can be together still. Helmigen, you're wearing nonsense. What are you saying? Look, it's this forest. I read about it. This goddess, Uruway, rules it, like a region between our world and a place for the departed. I suppose it exists for us, for those like us. A place Ruka can be without pain and I can be with Ruka. You'd really give up everything, wouldn't you? For the unknown. For Ruka. I won't be able to leave this place, but why wouldn't I wish to? It's still life. You will too. We'll just live here. You have to understand, this is what I want. All I need for you is to help me complete the ceremony and take your poor ox back with you. Don't you have a lover, Kefkus? Put yourself in my position. So again, we can stand here and let you fall left behind this.
Oder, You know, it should be his choice. Can't say I disagree. Not that I claim to understand. I love whaling and all, but I don't think either of us would wish for an existence here, haunting the gloom. But alright, what's the first thing? We'll lay us both at the foot of the shrine, and then she'll test us. Oh, we will. A test, huh? Well, fortunately, I'm one of the greatest cheaters there is. It is dangerous. We must duel always, Guardian. It's why I needed you along. But if you decline, I'll understand and I'll fight it alone. You know the fight, Helden? Hold on to Wooker. We actually do this sort of thing a lot. They pull Wooker's shrouded body from the carpet. To its reputation, the worn winds of Dawnsword kept him perfectly preserved. With Wooker across Helgen's lap, the two rest at the foot of Owei's shrine. Goddess Owei, hear me. Beneath your mercy lie two who wish to roam your realm together, live in your lands and laugh again. Please permit us to stay. Send your guardian and my champions shall stand to fight it. Send your guide and my love and I shall go behind. Garlands of mist wrap and twist round bows, statues, arms and legs, and over the damp dusted cheeks. The quiet air clumps in their throats. But then, the voice of always a groan, far away, and felt more than heard. It's in the stones and woods and rises from somewhere deep down. Truth is tested. A noise nears them, crashing through the trees. Retainer of the old god. Its inscrutable stony head turns to follow each sound, each movement. Its body crunches and crackles, leaping violently forward. LVP. Crush. 3 Rüstung, 2 Warding. Das sind hier leider keine Schusslinien. Na gut, dann geh hier hin. Gift Nummer 1 war sogar ein Stunt, dass ich die gesehen habe. Sehr schön. Schöner Schaden. Und das war's. Okay, das ging schnell. Wie viel XP? Ja, 7 Stück. Nicht allzu wenig. Dafür, dass es nur ein ziemlich kleiner Gegner und auch kein besonders stark war. Memorial Pauldrons. Stonecarved Pauldrons in the image of the Twilight God Owei. Arm und Potency. Er wird retiren, aber Potency passt einfach zu gut. Ich meine, er wollte heute nicht in diesem Kapitel, erst im nächsten vermutlich. Es sei denn, wir haben hier viel zu lange. Wir werden sehen. The guy enforced its great stone knees clattering apart, rolling in the moss. The winning rocks gather dust and shadows as they settle, until they look like they've rested here for centuries. The glade goes calm, and then Helgen starts to fade. Goddess? The wrapped body of Wooker across his lap seems to lose its substance. He has time to say, "Thank you, friends," and he's gone. Well, now that's done. Where's the axe got to? Yeah, good thinking. They find it not far off, gnawing peasantly and munching clover. Nice, the world's still here. For us it is. This world. And all we know. George, still awake? I picked these up around the stones where Helgen disappeared. Didn't even think about it. Making notes. They return to the farm Helgen and Wooker once built. They set things in order and see that it passes to a wealthy family. Then they're on their way again. The road is pale, splotched and torn in places with ruts and grass. Stretches of the journey are entirely wordless. What's in the mind, Kefkas? Those memories, old wishes of ours. It's hard to let the good things go. I know it is, and I feel sometimes the wind picks up. I don't know. Yeah. I wrote the color of old canvas billows in front of them. Behind them. Und leider für Kefkas, plus der Meteorment Age auch noch. Flashgun ist nicht schlecht. Hatten wir bei den letzten Quanen schon jemanden? 8. Auch nicht schlecht, aber Sharpshooter. Kefkas ist plus 1 Damage and plus 1 Range with Range Attacks. Both no longer have a minimum range. Definitiv, okay, und dann kehrt hier hin zurück. Und hilft Barhand, das Ding zu sichern. Dann rekrutieren wir ein neues Mitglied. Vermutlich noch ein Ranger. Throw delving for the mistress of rain focus, have proven rewarding. Yep, sag her. Mehr Rüstung.
Du hast schon was dagegen, Whaley. Und rekrutieren wir jemanden. Okay, nur gut. Bookish Peacemaker. Wo ist da? Oder weiß da, wie auch immer. Wo ist da? Whatever you want, it's on me tonight. What's the occasion? It's been a year now, to the day. I was finally able to get up and walk home. I owe this leg and practically this whole year of my life to you. A few marks of the good stuff is at the least I can offer. That was a year ago already? First, I wanted to know that whatever you did to my arm, it's held up beautiful so far. So, fill me in. What's the story here? Drauven were the story. I gathered they were just after the grain that time, not the whole town. But there were still quite a few injuries. Which got taken care of almost all thanks to Ista. Sure, but just mitigating the damage isn't sustainable. This will keep happening. I may be able to do the most for the Yonder lands by helping to eliminate the problem at its source. Come with us then. We could use a solid heart like yours. Train Wist as a Hunter. Und zu 5 gehen wir kurz da oben hin. Ich könnte, ja, hier können wir auch gleich patrouillieren, wenn wir gleich schon da sind. Kannst du nicht. Quelling Moss hatten wir lange nicht mehr richtig aktiv. Fang, Piercing Shot. Haben die Drauven viel Rüstung, ist die Frage. Ich meine, später haben sie Heilung, das garantiert, aber allzu gut gepanzert sind sie, glaube ich, nicht. Von dem her, glaube ich, ist Gift und die Heilung ein bisschen zu kontern eigentlich nicht so schlecht. Ja, geben wir das Quelling Moss und dann alle hier hoch. Was haben wir hier? Okay, mehr Zeug, gut. Die Drauven, die Stumps machen ein bisschen mehr Schaden, ansonsten nichts, das uns interessiert. Manifestations. Die ist auch an, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, okay. Gut, auch immer. Wir haben das hier revealed. The sun's fallen and the silver fog floats from the trees where shadows pool. Really, stop for a second. We're getting lost in this stuff. It's thickening. What have I said about sneaking up? Almost lost my water. The quiet from the fence around them. Okay, das ich erinnere mich. Impenetrable. The whirling air almost utterly opaque. Kefkus? Barhand? Wister? I think we need to not stand here. Let's get to the trees. At least those are solid. They hurled just inside the shelter of the pines, the dark air clinging wet. The trunks they pressed to dampen their palms. I don't like tree clinging generally. And then something vast moves beside them. Slow. Achingly slow. It passes, too enormous to be seen. Impossibly silent. That can't be. Night's fallen. The fog wanders away, clinging to the felty outline of that gargantuan's shadow. Das letzte Mal sind wir gefolgt und konnten es auch finden. Und dadurch haben wir das eine Dings erhalten. Das eine Pet, diesen kleinen Samen, den wir im zweiten Encounter mit dem Vieh dann mitgehen lassen haben. Alternativ im zweiten Encounter könnte man natürlich auch einen Ast von dem großen Ding abknacksen. Aber was passiert, wenn wir zu den anderen zurückgehen? Let's find out us. Maybe they saw it too. Maybe they saw it better. Come on, Whaley. I know you understand the danger. Bad night to be chasing moonbeams. The meeting open. George? Whaley? Wonder if they saw it. Quickest circle again, finding the rhythm. Somewhere in our pipes are blue notes. We're here. Apparently all were able to glimpse the shadow giant as it passed. None saw more than a black suggestion of its form. Then, as they were about to decide whether to set up camp or search for huge tracks by starlight, a disturbance shakes the tree line. Was? Ah, der normale Kampf. Okay, Horn Children, Woken Slinger und 2 Woken. Die Hornschilde, wenn ich richtig erinnere, können ja eigentlich direkt mit der Indignance erledigt werden, weil die so wenig AP haben. Ja, ich sehe es halt momentan einfach nicht. Okay, wo gehen wir hin? Hier unten können wir gleich schon Schaden verursachen, also ja. Schöner Stunt. Das heißt, das noch ein Aktionspunkt. Sehr schön mit Wolf geholt. Sehr gut. Whaley. Ja, geblockt.
Schade, gehe hier hin. Die Indignance geht durch die Decken durch. Und weg. Wo ist da? Du bist neu dabei. Ich könnte schon ein bisschen Gift vergiften, aber... Dann gehen wir unten hin, lassen wir die Gegner zu uns kommen. Was ist das? Ja, Silk Step, wieso nicht? Passt ja perfekt. Okay, du drückst auch in die Richtung. Silk Step. Da sind sie, ja, 2 HP. Indignance, erledigt das Ding direkt. Das ist auch gut, ich meine, es sind 6 von den Dingern. Und du bist erledigt. Wo ist der jetzt? Da oben war doch zuvor gerade noch der eine Slinger. Ah, da ist er. Ja, von hier kannst du dich nicht treffen. So, vergiftet und, na gut, war das überhaupt nötig? Na, kommt auf an, da kannst du ihn. Okay, dass sie ihn eh treffen können. Ja, hätte ich das Gift nicht einsetzen müssen, aber es schadet nicht. Dahin, beweg dich hier hin. Sehr schön. Und machen wir das so zu Ende. Wohl noch nicht ganz. Ich weiß noch eines. Sehe ich das jetzt. Ja, du kannst noch ein bisschen... Ja, du kannst dich noch weit genug bewegen. Also ja. Ich meine, in der das hatten wir auch das Glück. In der Kampagne mit den Deepest hatten wir auch jemanden, der extrem Indignance hatte. Und ja. Hornschieben, keine Chance. Und 2 Level-Ups gleichzeitig. Nice. Charge and Western auf Vibes. Ein Upgrade für das Ding. Was haben wir hier? Nun hat er Untouchable Plus. A swift action, every other turn really flies 3 tiles away and gains plus 25 Dodge that goes away at the start of your next turn, ja. Und wir haben so früh die Transformation, dann schauen wir mal, ob wir sie nicht extremst transformieren können. Macht der Upgrade zu bessern. Da momentan hast du Garden und Wolf Call. Überlegen wir. Wir möchten, dass du schnell zu Gegnern hingehst, sie erledigst, damit andere mit dem Wolf Call mehr Speed erhalten. Sentinel wäre da vielleicht nicht allzu schlecht, weil wenn wir dich allein irgendwo hinschicken, um einfach einen Gegner schnell zu killen, bist du meistens außerhalb der Shield Wall und dementsprechend wäre es nicht schlecht, wenn du Gegner abfangen kannst, bevor sie dich erreichen. Tinker passt allerdings auch gut dahin. Wenn du alleine stehst, dass du dich dann ein bisschen verstärken kannst. Ich glaube, das passt sogar noch besser. Ja, geh mit den Tinker. Und dann, Twister hätte, nimmt die Slot. Und sie hatten sich schon Gift, also, ja, komm. Klar, wenn sie den Bogen draußen hat, bringt sie gar nichts, aber... Für den Fall, dass sie in meinem Nahkampf was machen muss, hat sie dann Schild. The fight is brought back under the boughs of the wood. I think it's quiet. I hate the night battle. Keep knocking into trees. They make a broad search for signs of the giant passing, but are forced to camp, precious hours from sunrise having found nothing. Still, the sword was quite well in taverns, and those who saw it dream of a colossal being, all shadowy grace, silvery fog and overwhelming quiet. Dream of seeing it again one day. They dream for years and years. 3 Legacy Points, oh, das ist nicht schlecht. Oh, die Dieb ist da nun chosen.
Dann sichern wir das Gebiet. Und da kommt gleich die erste Incursion trotz allem. Immerhin wurden die Dinge hier geklärt. Mehr Potency. Wir können das Ding leider nicht geben. Hat irgendjemand eine Fähigkeit, die Potency stackt? Ja, die können wir es nicht geben. Ja, je mehr Potency, desto mehr Speed erhalten die anderen, ja. Durch Wolf Called, dann geht hier unten hin. Incursion. Drauven Great Number, okay. Jetzt gehen Richtung Shovel Market. Nicht allzu gut, sind wir rechtzeitig da. Ja, an sich rechtzeitig da, aber rechtzeitig da, um Verteidigung zu bauen. Mal sehen. Okay, eine Menge Calamities. Oh, okay, die Sauren hatten eine Menge Upgrades. Sie hatten einen Drauven. Die Darts sind jetzt zu zweit unterwegs. Und die Stumps haben einen Net for Hobbles the Target. Nicht allzu nett, aber was soll's. Patrouilliert das Ding, wenn ihr da seid. Ich kann anscheinend keine Verteidigung bauen, wenn da die Pisten sind. Okay. Plus 6 vom Incursion. Ah, okay, alles gut. Geht's? Halten Sie Bonus, weil das noch infested ist? Ich weiß gar nicht. Na gut. Wie auch immer. Stay in until the last moment, fight with cunning. Consider with the surroundings, they loot to foster the dice of the enemy, choosing the moment to strike as upon them. Nice. Netter Bonus, Stealth und Cunning. Und wir sehen, alle gehen ja schon mehr oder weniger gut. Können wir uns erst um die Darts und ja, um den Drauven, der ist eine Gefahr. So, fürs Erste alle mal schön beieinander. Greifen wir alle gleichzeitig an. Wir haben ein paar Dörfer, die uns helfen. Das ist gut. Fly. Plus Dodge. Musst du jetzt noch nicht einsetzen. Du kannst auch so schnell wieder hochkommen. Guten Tag. Nice. Ein schöner Stunt. Ja, schieß. Du wirst gekontert. Und ein Kill. Entfernt das den Stealth. Leider. Na gut. Dafür war es ein Kill. Und tschüss. Ja, sehr schön. Also dann schon eine gute Antwort auf die Darts. Das ist sehr schön da. Wolf Called für alle, also ganz stunt. Das heißt, noch ein Aktionspunkt. Du kannst also... Moment, das ist ein Stunt. Wieso hast du keinen weiteren Aktionspunkt erhalten? Ah, du hast... Ah, das ist trotzdem beide verwendet auch. Okay, ja. Dann bleibt eigentlich nur Garden übrig. Das ist eine gute Trefferchance. Ah, ich hätte das Gift ansetzen können, mein Fehler. Na gut, egal. Du kannst ihn erledigen. Dann Dörfer Nummer 2. Blockt leider. Vorhand. Ja, du kannst die Stormfort hier erledigen. Du musst nicht mal Fans mit Magie das machen. Das kannst du mit dem Schwert machen. Dann... Spectre Step leider. Nach dem Quelling Moss. Geblockt, ach komm schon. Dann Fly. Und hau ihn weg.
Okay, noch ein Stamp, ein Dieben und eine Stormthroat. Was ist das? Nutzen wir Tinker, wieso nicht? Okay, er ist schon mal erledigt. Das war's mit Spectre Step. Ausgewichen, soll er ruhig. Wird ihm nicht helfen. Knockback und seine lose Präsenz erledigt ihn. Wo ist da? Wo ist der andere Dude? Da hinten sind Spawn Points, also geh in diese Richtung und scout mal für uns. Wir sehen ihn trotzdem noch nicht. Ah, von hier unten kommen wir. Okay, das ist noch weiter Spawn. Okay, da ist doch jemand, ein Dieben. Und noch ein Gegner. Wir haben hier auch einen Dieben. Schöner Stun, das heißt, kannst gleich nochmal reinhauen. Und Wolf Called für alle. Dann helfen wir mal. Ja, ausgewichen. Ja, die Reichweite reicht nicht aus. Dann beweg dich einfach nach vorne. In der nächsten Runde solltest du eigentlich dran sein, um was auszurichten. Dann Quellingmoss. 2. Doch, das Quellingmoss will ich da hinten schießen, denke ich. Das ist da mehr wert. Na, dann hat es geblockt. War wohl doch nicht so gut. Und ja, das sind einfach die Tarnung leider. Oh, nicht gut. Bitte weiche dem anderen aus. Okay, Anne geht auf sie. Das ist gut. Alles safe fürs Erste. Ja, gar nichts, nicht mal ein bisschen. Na gut, die Typen sind eh Kraft. Wo kommst du hin? Ja, du kommst nahe genug ran, um mit dem Interviews vielleicht das anzurichten. Gut, weil Quas ist nicht allzu viel. Ja, dann mach ich den Diskus. Das sollte den Dieven erledigen. Wechsel auf den Stab jedoch, um mehr Schaden auszuteilen. Sehr schön. Dann hau weiterhin Wellenmoss rein. Mehr Gift für beide. Und einer weniger. Und der andere stirbt durch das Gift. Hä? Oder auch nicht? Habe ich mich verzählt? Und Helden Level Up. Compulsion? Nö. Trinket Hunter. Upgrade. Was ist ein Upgrade? Das ist doch gar nicht. Oh, halt für den Quitter. Melee Accuracy, stimmt. Gain 40% chance to find extra augment at the end of every mission. Holy shit. Alter, das Ding ist extrem gut. Ja, her damit. Okay, scoutet hier. Infestation-seitig sind nicht roh, das heißt, sie sind nicht bösartig, sehe ich das richtig? Ja.
gut, sichern wir das Gebiet hier. Has anybody seen any of the creepy banners or birdhouses yet? This fog is so thick I can barely see anything. We'll probably hit warm before we see them at this rate. Maybe... Oh. That's an awfully pretty patch of flowers to be in a glowing place like this. Funny shape they're in now that you mention it. It's not just me, right? That's a giant flowering footprint. This rings a bell. I remember drawing out this very clearly, but the context is... Give me a minute. Vroom. What was that? There's something moving through the forest. Something huge. Caw. Hang on, we're near Grizzlearm Brewery, right? Oh no. The stride of Grizzlearm Brewery. What? A giant of terrible beauty, dooming those who look upon it. And you're just remembering this now. Did you say doom? Well, now I gotta know what this thing is. Ist es doch das Baumding oder nicht? Is that what we're looking for? Let's get out of here. Wait a minute. Now I remember I saw those flowers. So, okay, wo ist das? Weiter. We need to get those blooms brewed into a tea immediately. What about the strider? What about the drown? They can wait. Those are Iowixia, and they'll only stay potent for a short time. Fresh Iowixia when brewed bestows heightened strength and reflexes for a few hours. Now you're talking. So tell me again, why we're not start farming this stuff? Occupational hazards, I'd imagine. You saw the size of the footprint. Okay, wir hatten einen Kampfbuff, interessant. 2 Darts, 2 Dieven, 2 Horns, ein Stomp und ein Stump und es ist... Das sind alle hier drin. George, mache die Tür auf. Guten Tag, Honks. Weg mit dem Spectre Step. Dann Fly. Und ja, hau ihm eine rein. Zuerst aber geht Barhand rein und macht seine Präsenz bemerkbar. Dann kannst du ihn weghauen, weil das sollte ihn erledigen. Sehr schön. Na, ich hätte Barhand das Schwert ausrüsten sollen, bevor er sich dahin bewegt hat. Dann hätte er einen Bonus gehabt. Block, nur gut was aus. Sehr schön. Okay, ist mit dem Interfuse nicht allzu gut. Wenn sie die gleichen Fuse-Angriffe haben wie wir, als nachher ekelhafter AoE. Schau mal, ob du ihn erledigen kannst. Nicht ganz, aber es macht schon mal eine gute Menge Schaden. Okay, das Gift war gar nicht nötig gewesen, aber egal. Und doch erst weg da, der Hund hier ist ein Problem. Die da hinten sind auch nicht gerade die besten. Machen wir es so, du erledigst den Hund. Kein Stun, das ist keine weiteren Bewegungspunkte, was soll's. Ich stehe hier und mache einen Guardian. Es werden nicht alle durch können, aber die es versuchen. Sollten eingriffen werden, wobei die werden alle stehen, so wie es aussieht. Ich dachte, Stonefoot wird näher kommen. Hobbelt, nicht Kraft, aber egal. Okay, Fly hier hin. Haut den hier weg. Schöner Stunt. Hand geht dorthin, macht eine Präsenz bemerkbar. Ist da... beide sogar getroffen, sehr schön. Josh, du kommst da nicht rechtzeitig hin. Mach einen Flinktor, aber gerne noch näher ran. Vielleicht kannst du ein bisschen des Angriffs auf dich ziehen. Und dann... Kefkas, geh hier hin, erledige den die Stormfoot. Er ist
Er ist gerade in dem Status, ja, er ist Cowing, deshalb haben wir nur eine geringe Trefferchance gehabt. Ernsthaft? Oh, na klar. Nee, das könnte ich besser machen. Laden wir es lieber neu. Das war mein Fehler. Ich habe keinen Bock, jetzt so früh schon ein paar Dealers einzustecken. Sehr schön. Da hätten wir den schon mal beschädigt. Und da ein bisschen Gift. Ja, nicht ganz ausreicht, aber... Ah, triggert beide. Schade. Die zweite wäre eigentlich ja nicht nötig gewesen. Ja, schöner Konter. Dass die drei so nah beieinander stehen, ist ziemlich gut. Oh, da gibt es nicht ein bisschen nah beieinander. Oh! Der Kostüse konnte jetzt Konter. Das ist doch kein... Was ist ein Fernkampfangriff, den er eingesetzt hat? Okay, er scheint das Throwing Net benutzt zu haben. Deshalb konnte... Kevkus kontern. Okay, hier einmal Gift. Das entfernt den Spectre Step. Der andere hat er sonst nichts getroffen. Dann vergiftet den Honk da. Geblockt, komm schon. Da schießt ihn. Fly, er haut ihn weg. Und... Ah ne, jetzt kannst du nicht zurückziehen. Okay, dann gehst du hier hin, um die Schildmauer aufrechtzuerhalten. Nehmen den Eimer hier, machen Splinterblast. Das sollte schön Schaden verursachen. Ja. Leiter kann ihm noch einen Zug geben. Okay, das wusste ich nicht, wie es geht. Und Rady kriegt gerade ziemlich auf die Schnauze. Nicht gut, und ist noch ein Dart. Okay, ja, wir müssen das aggressiver vorgehen, definitiv. Okay, mach es so, du gehst hier hin. Gib ihr Rüstung. Die auf Guardian. Und der Rest von euch muss einfach nach vorne gehen und irgendwie Schaden verursachen. Die Darts müssen ja keine große Gefahr darstellen, die könnt ihr schnell erledigen. Dann machst du auch genügend Schaden, wo ist er? 3 Schaden, nee, dein Bogen ist noch kompletter Müll. Ah, das Quelling Moss. Das könnte dort schön AoE-Schaden verursachen. Die Stormfall hat es geblockt, leider. Du gehst näher ran und dort eine rein. Ja, das müsstest du sogar, weil dann bist du untouchable. Also sprich, für einen Angriff kannst du direkt lassen. Ja, der nächste Angriff gegen dich wird verfehlen. Dann, wie viel Gift hast du auf dir drauf? 1. Okay, das wäre nichts. Deine bloße Präsenz bringt also da nichts. Aber du kannst da interfusen. Das Splinterblast müsste... Okay, du könntest das machen. Ne, warte, er würde nicht sterben, leider. Nee, die Stormfall. Der Angriff wird fehlen. Ja, wegen Untouchable. Aber es war zu erwarten. Wir haben genügend Rüstung, um das... Und er konnte auch Battle Light benutzen. Prompt an Attack von Drauven Stamp or Dart von 5 Tiles. Okay. Also nur bei den spezifischen Gegnern bringt es was. So, Untouchable. Das heißt, für die nächste Runde muss ich mich um dich keine Sorgen machen. Dann...
Ja, Steel Fire sollte es haben. Ja. Ah, ausgewichen leider. Vergiften wir so gut es geht. Schöner Stunt, das heißt, du kannst ihn direkt erledigen. Ja, Kefkos geht zu deiner Frau und das schießt den Honk da. Das soll es gewesen sein. Ja. Ja, ein bisschen XP. Nicht allzu viel, aber das ist nichts. Und mehr HP. Wist hat momentan noch weniger HP. Allerdings erhält sie ja durch die Level-Ups XP, HP. Das heißt, wer braucht mehr? George und Whaley eigentlich. Na, geben wir es Whaley. Sie hat eine Menge eingesteckt, hat sie verdient, denke ich. Und mehr Rüstung für die Devons. Sicher das Gebiet? Ressourcen und mehr Speed. Ja, George. Und das nächste Gebiet. This place gives me the creeps. What kind of weirdos would want to live here? I don't think anyone ever lived here. Look at the height of the walls. There must have been a huge domed ceiling. This was a gathering spot for our community. And if you look close, you can see how beautifully decorated it once was. It was a shrine. Am I the only person wondering to whom or to what? Our shrine experience have been a little varied. We might learn something about the builders if we looked in the chest over there. It's going to need all three of us to get it open. 1, 2, 3. Well, that's... I'm not sure what it is. It's not a dead so much... It's not a dead so much as a dam. Are those legs? I think so. So it's the lower third of a statue? Wait, where animals to our statue in fur? Team, weapons out. The part is coming to us. Ich kann mich an dieses Event halbwegs erinnern, aber ich weiß nicht, was die Ausmöglichkeiten waren. Na gut. Wie auch immer, 2 Darts, ein Hound, 2 Stormforts, Stumps und ein Devon. Und ein Leafspirit. Leafspirit, mehr Temporal HP. Wäre auf George's Hammer nicht allzu schlecht. Ja, versuchen wir es. Gehen wir den Tick dann, weil wir schicken dich da jetzt rein, einfach um das Ding zu halten. Dark Force. Einfach ein Baumstumpf von dem Stiel. Well, mit Hammer, beauty of the wild growing of leaves. Yep. Da können wir auch immer schön sehen, was wir mit ihm haben wollen, weil wir ihn bei einem Stunt die Wahrscheinlichkeit haben lassen, dass er nochmal angreifen kann oder dass er einfach mehr HP hat. Je nachdem, was er jetzt tun muss, der Schaden austeilen oder tanken. Dann Kefkos, gehen wir jetzt mit allen anderen. Dann möchten sie in der Nähe von Kefkos aufstellen, um Ferneingriffe zu kontern. Nicht, dass sie viele kommen werden. Ich meine... Nö, Ferneingriffe hat eigentlich niemand von euch. Na gut, der Fireball des Stevens natürlich und der Stump hätte, glaube ich, auch das Falling-Net. Auf dem ein bisschen was ist schon hier. Da will ich mich mit Barhand bewegen. Er könnte ein bisschen Schaden durch die Präsenz ausführen. Allerdings ein Splinter Blast. Der würde mehr Schaden austeilen, zweifellos. Ja, dann bleiben wir hier stehen. Wobei, nicht ganz. Hier könnte ich ein bisschen nach vorn bewegen. Sehr schön. Dann vergiften wir fleißig unsere Gegner. Oder zumindest einmal. Wenn du ihn hier triffst, wird dann Gift sterben. Sehr schön. Kefkos. Hier hast du die meisten Leute um dich herum, um sie vor einem Fernangriff nicht zu schützen, aber es zu kontern. Und Stunt. Sehr schön.
Autsch. Ja, Veli kriegt extremst auf die Schnauze. Okay, geh erstmal hier hin. Hau ihn da mit dem Hammer in den Kopf. Schöner Stunt, mehr HP. Zumindest für den Moment. Und dann, ja, weg mit dem Bird. Dann, du greifst an. Und, ja, Barhand. Beweg dich einfach hier hin. Und das war's schon, er ist tot. Okay, dann haben wir die erste Hälfte schon mal. Mal sehen, wie viel da hinten noch ist. Ein bisschen was ist da auf jeden Fall. Ist da noch ein Diven sicher, noch eine Stormthroat. Wie viele andere Gegner es da noch waren, weiß ich halt nicht mehr auswendig. Okay, stellen wir uns hier auf, mehr oder weniger. George, öffne die Tür. Schöner Stunt. Dann kannst du gleich auf Guardian gehen. Stell dich hier hinten hin. Wir haben da einen Dart, der angreifen könnte. Du kommst leider nicht nahe genug, um ihn anzugreifen. Ja, wir brauchen einen Guardian-Modus. Du könntest du mit der Interfusion? Constrict hat eine Range von 6, ja. Das könnte ihn sogar killen. Nice, tut es sogar. Waren das alle? Ne, da hinten ist irgendwo noch ein letzter Gegner. Ah, da hinter dem Haus. %, Stunt Chance. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Kefkus und Wista. Könnt ihr den Stump erledigen? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wista? Du kannst ihn nicht mal angreifen. Du musst dich erst bewegen und dann hast du eine Chance. Wenn du triffst, dann ist er tot, ja. Das Gift erledigt ihn. Und ja, Level Up für Wista. Sehr schön, endlich. Quelling muss verbessern. Passive and Active Poison plus 1. Ich meine... Ja, ich kenne, das ist nicht allzu verkehrt. Heroism ist auch nice, aber ja. Nach dem ersten, das Quelling muss stärker. Dude can touch the light adjacent debris on fire. Ich meine, wir müssen Zeug replacen, aber... Das Schild benutzen wir eh so selten. Ernsthaft? Ich glaube, die Torch ist da schon besser. Hey, look what I found! Included the people who built this place? I got this lid open by myself. I think it's more of the statue. The middle piece, right? The torso? If that's the torso, it must have been about twice my height. It probably fit onto one of those alcoves. Let's go and look at these other chests. I bet the head's in one of them. Doesn't it bother you? Doesn't it bother anyone else that the statue was stored in 3 separate? Found it, here's the head. Oh wow, it's like head or something. I found a head too. I mean a stone head, not an actual head. But it would be gross. This is a stone head too, right? Later. Are you sure this is a good idea? Why not? We did say our mission was to bring peace and civilization to young lands. Art is part of civilization, right? The only question is, which head to use? Was hatten wir das letzte Mal? Das letzte Mal hatten wir andere Tiere. Okay, entered no question in mind. There are nearly enough frogs in the world. I prefer the ram, it's more dignified. But we should leave this thing alone. Ich würde interessieren, was... ich würde schon interessieren, was passiert, wenn wir es einfach sagen, lassen wir es in Ruhe. Aber die Effekte waren schon nicht schlecht. The ram. Here we go. Zoom. Send to is I have waited, trapped in the darkness. And you have freed me. One day I shall repay the debt I owe you. Das scheint gut geklappt zu haben. Well, that was unexpected. Bet you're glad we messed with the right thing now, right, Barhand? Could still turn out badly. Okay, und die Drauven halten das Terror Bird, ihr Maskottchen, okay? Wie auch immer. Sicher das Gebiet, währenddessen können wir uns ein bisschen hochhalten. Ah ja, Veli sieht gar nicht gut aus.
Okay, was haben wir gefunden? Mehr Block. Ja. Dann... Einen wir kurz hoch. Ja, eine Calamity. Oh, was haben wir? Wade Knight, Gorelord, 2 Stumps und einen High Strung. Also der Effekt für die Darts. Stronger press a shot of their return even if they are attacked. Ja, nicht die besten Calamities für uns. 4 oder 5 Karten sind besonders schlecht für uns, aber was soll's. So, das soll es gewesen sein. Alle Gehalt. Hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber ich denke, es war sehr. The Geometry of Magic. Wiz is out of sorts, and George thinks he has the answer. Things in Chloropass are drunk or sleeping. The last squeezy lights wobble in quiet windows. At least, mostly quiet. Ah, look! Ah. Shut your blood pipe, you musty old ale-bird. We've been up for all night. The merry stumbler scrapes along the back alley. Fragments of foamy sang following after, fading into the early dew. The night doesn't slush so easily in every belly. Hey Wisdom, this is awkward because you look sad, so don't. None of your business. I bet I know what it is. I don't even know what it is. You're sluggish because you're slug. Exercise is the key. Have to get your blood going, your lungs pumping. Wrestling's good exercise. Want to do some wrestling? I don't care what works for... What? What's that face for? Because it's just a perfect idea. There's this mystical order they live out in a seclusion. They're all about training the body to unshackle the mind. I'm sure they teach us 1 or 2 tricks, or at least give us a quiet meal. Ah ja, ich erinnere mich daran. So, they set out in the morning. Too much too early. Barhand, no, lassen wir... Ja, Kafkas. For generations, a modest compound has grown near Belay Tannery. Some folks have come here to gain wisdom and strength, while others grew up inside its protection. It's a place of relative seclusion, inhabited by an order of knights focused on peacefully honing their bodies and minds to work in concert. Hey you know how to use the decks? If you wish to speak to the dead, you'll find it easy enough. If you wish to listen to them, that's the real trick. Oh, alright. I could talk to a butterfly, a blade of grass, an angled shadow in the corner. But to hear these things, to really attend to what they say or sing, I must assemble a codex within my own body for interpreting all I sense. What's a nut bread? Yeah. Without another word, she turns and leads them down the hill path, darker than dappled by the sun-fretted cloud over, into a sparsely treed field, rolling green-strewn land marked by low, gentle walls. There it is, a nice nut loaf. Hey, listen, Georgia convinced me we are going to do some kind of... Well, there's apparently a group of philosopher knights making their home around here. Is that you? You mean the Lawless Order? Yeah. That is us. You want training then? I see. The wise seeker doesn't ask for bread, but for the skill of baking. Do you really think you're worthy to train with an ancient order of still quite youthful-looking knights? Yes. Yeah. Oh, alright. It always works best with the worthy ones. Well then, pleased to meet you. I'm Carla Cantling. Bringing the thought self and the meat self together begins with a name. But it's only beginning. Together we make the metaphysical much less meta and a lot more physical. Over the next week they train, eat and sleep on a schedule. Quella style is... More health, speed and more accuracy and potency. Für George ist Potency besonders gut. Für Wista... Ich meine, warte kurz. Ich glaube, Potency scaled auch mit dem Gift des Quelling Masters, oder? Ja. Ja, mit Potency. Exploratory and unsteadying. It's a week full of experimental astrologies, prolonged discomfort, and the recalibration of sense and reflex. Sunset approaches on this final day of training. Quella leads me into the closeness of a nearby wood. The resinous air sparkles, she halts. Exertion is that way by which body and mind are exhausted, and from exhaustion springs growth. Exerting mind and body together, we access the geometry inside ourselves. Geometry? When you say that... The shape you make your spirit, meat and bones. Didn't you know that's basic for magic? It's not ethereal energy, it's present in alignment of every physical thing. You can channel and direct it if you're conscious and practice enough. Sensing and manipulating that geometry makes you powerful. Well, what about biceps? They're meaningless now? Are you kidding? Biceps definitely matter. Uh-oh, random encounter. Out of a sudden, shadowy knot of smoke comes an ambush. Plus 3 Ranged Accuracy, plus 3 Melee Accuracy, plus 0,3 Potency. Nicht allzu ein großer Bonus, aber besser ist nichts.
fehlt? Ach, komm schon. Na gut, ey, das Quelling muss schon stärker. Ja, es hat schon Poison vergeben. Poison 2 war schon wegen dem Upgrade, nicht wegen der Potency leider. Noch nicht zumindest. Aber besser ist nichts und schöner Stand. Bisschen Schaden für Rista, aber nichts allzu Schlimmes. Und das war's. Und Level für Cactus nochmal. Nicht ganz. So wenig. Okay, aber auch sicher nur noch eine XP. Okay, Kings, genau. Dagger Tier 1. Besser als den Scheiß, den du momentan hast. Also ja, damit. Where did they come from? Were we betrayed? No, that was just Quacktail and Nimmerwin. Stand up, you rascals. The ostensibly dead cultists rise sheepishly to their feet and tug off their disguises. Koala, take it seriously. Hi there. This cool guy is Quacktail, and that soggy vindictive ogre is Nimmerwin. Think of it as the final test. And an easy one, perhaps, given your abilities, but one we've certainly passed. I guess we go back to our nightly philosophizing. I prefer to think of it as philosophical knighting. Am I right? I'm glad they're done. But anyway, what was I saying about enlightenment? Ah yes, surpassing our limits always takes a refiguring. We're redrawing the lines inside ourselves. If we do it with carefulness and wisdom, the new shapes inside us grow more aligned to the geometry of magic, the geometry of all things. They leave the woods, a small silent procession. Bidding their instructor farewell, they embark on a journey across the night. They walk long enough that all the stars have sprouted. It makes no sense, of course, but this kind of talk rarely does. I let it be. I think my own masters know better than I do anyway. We got some good exercise in. You sense something looking at the figures of trees, trunks, dwarfs, patterns. My body recognizes it, molds to it when I walk unseen. I wonder if it's the same. Mist takes form. But they keep marching. To the verge of dawn. Surprised, I guess, but glad you dragged me off my drinking stool. So return the favor and drag me back to it. Und George erhält ein Level Up, Battle Dance. Oh! Nice. Zweimal Tinker ist nicht schlecht. Backstab, ne, Battle Dance ist gut. Dann ihr drei geht's hierhin zurück. Seid zurück. Dann zu 5. Greifen wir an. Mike, get some more wood for the fire. You're going to be up longer? Kefka's already turning in. I know. Told him I wouldn't be up too long. Ah, good. Anyway, you want company? Don't feel obliged. I've heard all your bedtime stories 100 times each anyway. More wood. Oh, thanks. The fire wiggles through the fresh wood, happy as a mad dog. Rayleigh's eyes go tired. She begins to see things. Okay. Das Event kennen wir ja. Hier halten wir ein Item. Ein gutes Item, aber das habe ich bisher immer genommen. Naja, schauen wir mal, was passiert, wenn wir das machen. Ich vermute, es gibt uns nur einen Vorteil im Kampf, aber besser nichts. Flickerings of Drauven thoughts. Fire hits polished plates of armor. Tells tales in the reflections. Whale imagines sitting in a camp not so different from this one, resting very close and tracing patterns of wings in the ashes. Fires link back and back all the way to the first primordial moors. Whale suddenly realizes she has no idea how much time has passed. Drauven on the brain tonight. And rightly so, turns out. Sounds of scaly skulking blowing through the trees. Behind, Kefkas. Blurry eyes strain to see beyond the dying light. Oh, noch. Oh, das entfernt einen Drauven. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Darts haben jetzt nur einen einzelnen Typen. Ansonsten haben wir aber ja eine Menge von allen. The Storms and Haunted Whale and Storm von Turbot und Gorelord. Swaggering and shouting vicious chant as its underlings shrink from its path. Ich habe komplett vergessen, jemand die Dinger zu lesen. Creeping in the dark without a sound, communicating with gesture and smell. Turning its nose to the earth and sky, it hunts, it seeks, it battles like a thundercloud. It sits proud and steady as stride a screaming warbird, howling battle boasts as loosened arrows arc and rain. A shrill voice like metal shredding, thumping feet moving at awful speed.
Okay, hinten sind sicher mehr Gegner. Fürs erste sehen wir nur einen hier. Der Wade Knight und der Haunt. Lassen wir sie kommen. Entfernen wir den Spectre Step. Und dann schauen wir eine Interfusion. Ja. Construct ist ziemlich gut. Ziemlich mächtig, aber das Splinter Blast für den AoE ist, denke ich, besser. Und sehr schön. Oh, und ist erledigt. Ja, komm, schieß. Versuch's ruhig. Ah, komm, nicht zum Schießen. Ja, vielleicht jetzt, ja. Oder zumindest später. George. Ja, da kein Stunt. Aber du kannst eh zusammen angreifen, weil... Battle Dance. Und dann warten wir fürs Erste. Barhand. Da hinten müsste noch Zeug sein. Wir sehen es einfach noch nicht. Ah, jetzt. Okay, warten fürs Erste, lassen wir sie kommen. Mascot Inspired, okay. Und erinnert mich kurz dran, was macht Inspired schon wieder? Deafened, okay, sag mal. Was macht das Ding? Deafened, minus 2 Bonus Damage und Potency, ja. Ekelhaft. Okay, also ein Konter gegen Mages. Das ist nicht schön, das ist nicht nett. Na gut, wie auch immer. Kein Grund, nicht anzugreifen. Trotz allem. Quelling Moss. Oh ja. Ein Haufen Gift. Und weißt du was, weil es sich so gut anbietet, gleich zweimal. Das heißt, jeder von denen nimmt 4 Giftschaden in den nächsten paar Runden. Dann... du bist tot. Das Gift legt dich. Du nicht ganz. Ist ja, glaube ich, besser, wenn wir mit dir den Honk hier oben angreifen. Ja, das ist noch ein Dart. Schöner Stun, darauf habe ich gehofft. Das Gift legt dich nicht ganz, so greifen dich nochmal an. Dann, wenn wir dort oben den Dart haben, wäre es nicht schlecht, wenn wir den irgendwie schon mal... da ist er in Deckung, geh dahin. Und dann holen wir ein bisschen Gift für Bonusschaden. Wäre eh nicht nötig gewesen, aber egal. Hansaches Deck, dann, wir haben dort unten, weil unsere Gegner fallen, das Tower Bird ist ein bisschen ekelhaft. Ich glaube, das Ding erlegen wir, wo erlegen wir das letztes? Wieso hast du überhaupt schon Schaden genommen? Ne, halt. Ne, stimmt, wieso hast du Schaden genommen? Dings muss ich angegriffen haben, weil du, ja, das war ein Counter für den Rage Attack, genau. Was war das für ein Ding für dich? Ich hab keinen Bock, dass du uns angreifst. Das Spirited. Oh, nicht gesehen, was ein Spark kommt. Für gut, das war auf jeden Fall schlecht. Ich nehme gut, dass wir das Ding erlegt haben. Aber geblockt, sehr schön. Schöner Stun, das heißt, du kannst dich sogar weiter bewegen. Und Wolf Called, nice. Du kannst warten, wir müssen noch ihn erledigen. Und dadurch stirbt er. Und Leather per Cavcus, sehr schön. Mehr Potency, ja, das Gift. Stack mit Potency. Mehr Dodge, einer unserer Nahkämpfer, ja. More Range to Range Attacks oder Rogue Crippling Strikes. Ich weiß, ein Sharpshooter. The last of the orange light sinks into its embers. Whaley remembers her earlier werewolves and tucks them away. The next day the scar keel blind.
scraped up, but empty. Maybe they all smelled us last night and came running. It was a long march yesterday. Anyway, lot of work to be done. Und mehr Schaden für die Devons. Also ja, vom Event her, das beim einen hätten wir vom Item halt, beim anderen haben wir zuerst eine Karte der Gegner entfernt, jetzt haben sie natürlich wieder eine erhalten, das heißt es erhöht einfach den gegnerischen Dings nicht, die gegnerische Stärke. Mehr Dodge, George. Dann hier noch das letzte Gebiet erkunden. Der Wolf Prize. Under the setting sun, the portal of rocky hills catches George's eye. You feel it too? I swear it's watching us. Schon wie Jack, okay. Du hast Wolf Gold. Es wäre interessant, dich tatsächlich zu einem Wolf zu machen. Aber wäre das schlau? Und es passt halt perfekt, oder? Das Artefakt ist zwar nett, aber dich komplett zu transformieren. Upon the hill summit, nothing's waiting for them. What we have found is a pretty good picnic spot. Then it begins the farm. Das haben wir in der letzten Kampagne schon gemacht. Jetzt keinen Sinn, das Ganze nochmal durchzulesen. Lucius redet jetzt mit uns. Oder Lochias halt. Transformation. Oder doch nicht, oder it's minimal Wolfguard. Das letzte Mal hatten wir es halt auf Sinetta in der letzten Kampagne. Sie waren Mystic, da hat es nicht allzu viel gebracht. Jetzt können wir... Ernsthaft? Ich glaube, das passt ziemlich gut. It feels like coming home. Mir würde zwar interessieren, was bei den anderen passiert, aber fürs Erste... Ja, machen wir Transformation. George knees and beneath him a green light pours. Dandelions rise yellow out of the sparse wind-scraped dirt. They grow old and white, for the seeds, then wilt to nothing. The god of key kneels upon hums, it cracks somewhere inside. A tremendous odor overcomes him, of the deepest, oldest, wolfiest breath. George? Plus 4 Retirement Age und er ist jetzt ein Wolf. Nice. Okay, Hide and Fabric. Fabric oder Hides. Was brauchen wir? Fabrics. Okay, da kommt ein Output für die Gegner gleich. Noch immer, wir haben jetzt alles gesichert, also gehen wir zum letzten Bereich. Wir haben die Gegner so stark geschwächt, wie es nur geht. Die Drauven erhalten jetzt, ja, Darts haben mehr Rüstung, ist ein bisschen blöd. Und sie halten Pilots. Claim oder Drauven Sites. Wir haben alles geclaimed. Wir können nichts weitermachen. Also wir haben letztes Kampf soll so einfach sein wie nur möglich. Find the file of the chapter. Yep, ja damit. A dwarf charges up the hill. Warlord, your enemies are across the gold stream. Like sky-turret thunder, we should not winged Piak be bringing us this news. The winged Piak is... I volunteered to comment. Quiet, I then. Return to your post. I submit my shame. I struggled, thinking to engage our force myself, but instead, I have done as bidden. I am here to be given orders, or else rebuked. Always she. Similar to this. Saying much and fast. What is need to know? Fight? Patient, Warlord. A wing knight is usually a long talker. In truth, I ask you to lean upon her youth wisdom, her warrior's head. Wing Kien Piak, we see quick to our foe that is smaller than us, but peskin hard to smash. Advise us. If I am bothered by a scale skate, I lie myself still. I lie myself still and tempt it with my arm's flesh. When it lands to drink, even my tail can strike it off. A wing knight, Warlord Fuwain, talks much, but not wastefully. They are best and most brilliant, from the act to the sky. Your enemies will come to you, waiting on the chains and stones. You will cage them there and you will triumph. It will require brutal speed on the part of my foot troop. I shall be off.
This is smart-headed. Yes. In human words and soft skull words, lure them into an ambush. Lowend and all in the bush. I should get my helmet. Fuin turns away, goes to meet his foe. The task remains the same, Soviek. The Bale will call your debt paid if your blade is needed. The Bale is only you, Fusnickel, Fusal. Do you belittle my brain? Debts cannot survive the creditors, you know. Soviek, be wise. I am not toothless either. A few months later, what's there, Kefkas? Pretty quiet for Rockside. Fuane, our Boneheim knight. The captive becomes the captor. He is unlike any dwarf I've seen. Armors himself heavily. Hard not to see his old cool master in him. In the pit below, the Dwarven warlord stands mountainous and strange. Sun gallops on his bone pale plates as he casts round for a neck to cut. Gives me a feeling, like 12 years ago. What we are, Troutbirds? What are we, Troutbrains? It's like they expect to catch us on the same hook. Dwarven will leave you an opening, confident you can't kill them, and that you'll leave your own throat vulnerable trying. The thing to do is to strike hard and faster than you expect. Okay, einen Dart, einen Horn, einen Wade, einen Gorlot und 2, speziell einen Fangbow und einen Bone Guard. It's rumored the elite Dwarven archers don't breathe for minutes at a time. They'll hold the Dwarven bow level for so long that it seems possible. The Bone Guard? The clink of iron and clack of bone plates announce every step. Even out of stillness, the Dwarf elite can roll a heavy halberd with sudden power. Wait, what's that? You appear to require assistance. Oh, das Vieh! Now I shall pay my debt. Wait, what the fuck? Das Ding hilft uns in den Bossfight? 12 HP, 3 Rüstung, 2 Warding. Es ist ein Stomp. Ram Statue stumps an opponent using 2 Warding. Das Ding sieht irgendwie knuffig aus, wie es so hin und her bewegt. Okay, komm her. Du kannst dich nur bewegen oder angreifen. Kann gar nicht, ja, schicken wir dich einfach mal rein. Okay, nice, dann wissen wir, was das Ding macht. Das hilft uns im Boss, falls es aussieht. Okay, mehr Dodge hast du jetzt durch die Thrashing Wings. Rein, ran, was hätten wir hier zur Auswahl? Steel Fire, mehr, das würde den Dart erledigen. Constrict, das könnte die Bone Guard erledigen. Und ehrlich gesagt, die Bone Guard, ich will dich nicht zum Angreifen lassen, oder? Sweeping Swings, attacks deal 1 shredder 2 damage to all other foes within range. Yep. AoE, der Gegner, definitiv nicht am Leben lassen, sofort weg mit ihm. Dann geh hier hin, ein bisschen Quelling was vielleicht. Dass die Statue vergiftet wird, kann ich es ein bisschen blöder, was soll's. Macht doch wenig Sinn, es ist eine verdammte Statue. Na gut, aber andere Gegner kann man sonst auch immer vergiften, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Gehen wir dir nach, momentan ist es doch nicht nötig. Stehe hier hin. Und ja, legen wir den Dart, ja, legen wir ihn. Und da kommt der Konter. Guardian müsste getriggert werden, oder nicht? Ja, schöner Stunt. Indignance greift auch an. Erhalten wir was, wenn die Statue überlebt? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Sie kann ja eigentlich nicht allzu viel. Es ist einfach nur, ja, eine weitere Einheit für uns. Denn bloße Präsenz könnte ihn erledigen. Also ja, beweg dich hin. Da ein Konstrukt ist ihm noch in der Lage, hier was zu machen. Es sei denn, du verfehlst natürlich. Er stirbt. Gut, dann stellen wir uns hier vorne auf. Und warten. Und schauen, was da uns dahinter wartet. Statue, ja, kann die Tür nicht öffnen. Hätte mich auch ein bisschen gewundert.
Okay, öffnen wir die Tür. Ein Gorlord, okay. Wham Statue. Da sehen wir ihn. Slay the Vorhaben Knight. Drauven will keep coming. Es gab nichts zu reden. Gar nichts. Lag es daran, dass wir mit der Statue vorgerückt sind, oder gab es einfach gar keine Unterhaltung? Weil normalerweise in solchen Situationen gibt es erst noch eine Unterhaltung. Na gut, anscheinend nicht. Slay the Vorhaben Knight. Yep, Drauven will keep coming. Und da steht ein Gift, sehr schön. Okay, ein Wait Night. Okay, du da. Scoute für uns. Wo ist er hin? Da, rennt er da weg? Das darf doch nicht wahr sein. Was hat er überhaupt drauf? Zeig mal her. Battle Leap, Swift Action, Thwain Leaps 3 times, Wing Pin Status Effects, Shoot, 3 für Schaden für Range. Swift Action, Shoots 4 und Sweeping Swings 5 zu 7. Und es hat AoE. Drawn Blood natürlich. Und Immune to Compulsion, cannot be compelled to move. Rüstungsmäßig 5 Armor, 2 Warding, 17 AP. Ich würde sagen, rücken wir einfach mal vor. Solange noch keine Gegner sonst in der Nähe sind. Ja gut, wir haben da auch alles gesichert. Also sprich, jedes Gebiet auf der Kampagnenkarte gesichert. Das heißt, klar, dass der Kampf hier ein bisschen einfacher ist, weil wir ja alles getan haben, um den einfacher zu machen. Und die Statue ist weg. Da will, glaube ich, der Wait Knight durchdringen. Ja. Gut, kann er versuchen. George. Geiles Angriff mit dem Bite, dann Strike. Kein Stunt leider. Na gut. Du kannst schießen, Captain. Schöner Schaden und ja, ist praktisch schon erledigt. Knockback, okay, Knockback funktioniert auch, auch wenn er an sich nicht bewegt werden kann. Dann Shackle, Diskus, er hat eine Menge Rüstung. Bringt das überhaupt was? Ja, es bringt das genug tatsächlich. Es sei denn, er reicht aus. Na gut, aber du bist in Stealth, das müsste ihn treffen. Nein, okay. Eine Runde überlebt er wohl noch weiter. Okay, du kriegst einen Konterschuss reingedrückt. Schöner Stunt, Kefkus, nice. Rush, aber in Dingens versucht Schaden. Battle Leap. Und wo ist da? Geht drauf, ernsthaft Mist. Ja, ein bisschen Health und Speed verloren ist nicht allzu gut, aber nicht allzu schlimm. Ist einfach nervig. Na gut, hätte ich sie nicht so weit nach vorne schicken sollen. Geht doch uns ganz Stun, das kannst du gleich nochmal angreifen. Und weg mit ihm. Thwain for snarling. Death is over his shoulder. If he'll only glance at it. Face me alone, skinny archer. But several things happen in a blink. Coming from camouflage, a wire-limbed dwarf leers and half laughs. Ekiat Fnon Fnickly Hien. He swings a long knife whistling sharp, while a spiked net whirls in his hidden hand. From above then, a swooping shadow turns into a tall soldier. Und sie reden einfach Drauven, ich werde nicht versuchen, das auszusprechen. The Drauven warrior stands grimly coiled, measuring the field with frustrated eyes. Then moves to guard the border's retreat. It now takes less than 6 breaths. The battle is still widely undecided. If we let the warlord live, I'm here to cut chains behind. Cutting heads has to come a second.
Suvyek, loose-limbed and sickly swaggering, he somehow seems to slip from you even as one stares in his cold, hungry gaze. Und der Bogen und ein Hand. Kill all enemies. Okay, ich sehe ihn nicht. Wo ist der Typ? Ist er... Ich sage jetzt nicht, der ist wirklich getarnt hier. Wir sehen ihn ganz und gar nicht. Ja, wir sehen ihn. Ah, hier ist er. Ja, okay, wir stehen nicht gerade allzu gut hier. Eins auf einmal. Jetzt ist der Wait Night weg. Und jetzt hat er auch das Ding getötet. Gut zu wissen. Das ist ein Horn. Das ist blöd. Hier unten bräuchten wir nicht Unterstützung. Zweifellos. Fehlt. Just untouchable. Das heißt, bewegen wir dich hier hin. Und die Schildmauer. Shark Trap. Und Disposier, ja. Wait, nein, ist erledigt. So wie er kriegt ein bisschen Schaden. Die Bone Guard kommen näher, nicht nah genug dran. So wie ja, gut ausgewichen. Der Horn wird angreifen können. Autsch! 4 Schaden, das ist ein bisschen viel. Geh hin und versuche ihn in unsere Richtung zu hauen. Der Typ ist ziemlich gut im Ausweichen allerdings. Gut, in Magie kann er nicht so gut ausweichen und Shark Trap, das ist nichts. Du kannst ihn von hier flankieren. Hast eigentlich nicht viel AP, deshalb solltest du dir definitiv einen Tinker geben. Oh, und der ist erledigt. Die Shark Trap kann nicht von uns selbst ausgelöst werden, zum Glück. Ja, geht leider nicht ganz drauf. Okay, das kannst du kontern. Gut ausgewichen. Barhand. Ja, hin. Scalding Rain, das hört sich ziemlich gut an. Ja. Schöner Schaden. Dann. Kev kostet das nicht viel AP. Geh hier hinten hin. Ein bisschen Deckung von dem Range-Dude da. Die Bone Guard hier. Whaley, du hast extreme Mobilität. Geh dahin. Hau ihn in unsere Richtung. So gut es geht. Okay, ich hätte sie hier hinstellen sollen. Wäre er näher rangekommen. Na gut, wer auch immer. Wir können flankieren. Das trifft ihn garantiert. Das war's. Ein paar Level-Ups für Valiant Short gleich. Ja, sehr schön. Gift. Nicht nötig. Mehr HP. Ja, wusste, dass ein bisschen HP verloren geht, das dir als Kompensation. Vigilance. Dann gehen wir Tinker. Ich habe das Gefühl, das wird richtig werden. Ja, Battle Dance zu bessern. Black Net Offhand. Woven of iron wine and barbed broken bits of blades, it cuts the struggling core as they try to free themselves. Das ist das Ding, was der Assassin oder der Attentäter hatte. Once per combat, individual heals a falling net. If net connects, it will pin the foe for 2 turns. Therefore take 1-2 damage each turn and it's no longer pinned. Es ist ein... ich meine... Das ist die Torch. It's never I saw myself when I was young. Having breaths with blood on my feet. Well, let's move together. Who knows how many more left. We'll find the captives at least. We should stop Warlord. Whispered the rock formation. Rock group. See it? Because this guy looks more injured than you. You should have chosen someone better. He was who I had. Suyak was indebted to our order. The sentence of exile vouched sworn by our mentor. He was guarded through in secretly for 9 years, unerring. He was an egg eater, and you were lucky he was there in time. The Warlord's life. No, I wasn't lucky. I told him to be where he was, and he was there. I made contingencies and kept you all alive. But your intervention was late, winking Piark. You gave us no time. I only made it back as soon as I did because I heard fighting. I
Get us out of my hands. Those Saftskas came in fast and stronger than Zodiac's dead. Our forces behind us massacred. It gives me no pleasure to say so, but there's a reason they won the last 2 hours. Drauven called them what they are. Beasts. Beast is what they say is Drauven, and Drauven is Finked and Beast, so we are beasts together. A beast family ripping at throats, roaring in darkness, whipping and mocking and chain giving to each other when a sick and sad family, as I think now, we all. We dug our tunnels, dark in mind, in and down and in, looking for things, differences. Old rock, the smallish one said. Do you know what that looks like? Did you find what they wanted you to find? No, our family didn't anyway. We were kept in families together. News got around, neighbor to neighbor, chain to chain. I think we would have heard something. Drauven. The Drauven Leute I once aided. The books say like they're full of lost legends. Some that of the old stone that summoned mountains to itself. Those were remains. Alright, Fuane, you make a picture. That is where you go in. Please illuminate. Explain. Say. Do you think Drauven and human is same? I'm meaning a thing I'm difficult to say. Don't threaten these swarms, either of you. We're not ruined. Still, you have loyal forces aboard, Warlord. That side was only one of several hopes, and nearly exhausted. Anyway, we'll go farther now, to places no one cares for. And if we must, we'll dig with Drauven arms. Our warriors need grinding, need making tough, don't they? Why? Barhand, I grew up with dragon tales. Everyone would call me silly, though if I said the word dragon, as earnestly as, well, as maybe as I'd like to. Dragons and beautiful paladins? And yet dragons they were once. 2 with Drauven, they were mothers and fathers. 5 dragons, 1 of each season, and the 5th who went away from the world. The family comes from true antiquity, Kefkas. They're called dragon slayers, and that's not for no reason, I think. But yes, few Drauven now hold them to be modern myths. Origin myths. Drauven's next order though, the Bale, the claimer has always been the dragon bloodline. Well, but a name can be, or at least I've come to think, a name. Some ancestors sometime can make something up. Under earth and under rock, under unnumbered years, dragons' flesh to stone decays, dragon hearts to pile's heart, and they become their own life's egg to spark in later days. Well, if they dig for dragons, they'll dig a long time, is my feeling. At least they'll do it with their own claws, not human sweat and tears, not slaves. Interessant, die Drauven suchen also nach Drachen und 11 Years of Peace, aber jetzt müsste doch eigentlich Dings in Retirement gehen. Oder geht es nicht, weil er ein Story-Charakter ist? Das könnte sein. Wie auch immer. 11 Jahre Peace und weniger Karten. Ja, sehr schön. During the Years of Peace. Fuck. 1 zurück. Kefkas and Whaley came home to their thoughtful-eyed, journal-keeping little daughter, burdened with a life's wake of stories with which to entertain her. Some tales were sad and moving, others blithe and adventurous. Mom! Dad! Rarely in the years that followed were they or the girl found apart. Und Layla Fensbier, die Tochter nehme ich an, dementsprechend von Kefkas und Whaley. Okay. Archery, ja. Ambush. Ja. On his most civilized days, George would drop into town for gossip and tool repairs. But on the whole, he felt clear-headed only among wilder kin. Nerulf Glengowie offered to take discarded Drauven armor and Morphagi parts, melting them down and reforging them to be used against their former masters. While out for an evening stroll, Barhand accidentally locked eyes with a forest squirrel. It sensed a deep resolve in Barhand's gaze and would follow him for the rest of its days. Get up, my friend. The rope of ours is a long one. I've been wondering, did you always secretly hope I'd grow up to be a hunter? I'm just glad you didn't become a bandit. We started a new addition onto her house. It served as a haven of hospitality to travelers passing through. The warlord Fuane recovered, and after his defeat, turned his army loose upon the Wilderlands, bringing petty Drauven factions under his sway. Okay. The Great Dix became a rite of passage among the soldiers, a gauntlet of endurance, a point of pride. That they served no true purpose only made them more noble, fit for warriors. The warlord aged and grew more independent, less reliant on those he'd once clung to. Oh. George Macker's daughter has reached adventuring age. Yen Macker has joined Lizard Bane as a Mystic. Okay, neue Leute. Aber gut. George hat eine Tochter? Mit wem hat er denn bitte schon eine Beziehung? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Okay. Keine Ahnung mit wem. Die Mutter des Kindes. Offscreen.
nicht Teil der Party, so das sieht. Ja, was hätten wir da? Nichts Neues. Das ist die Frage, was machen wir? Oh, warte mal kurz. Wenn du das dann adjacent to an intersect was one damage. Spirit Blade, stimmt. Ja, machen wir Spirit Blade als Support. Und George können wir weiter transformieren lassen. Ein bisschen weniger Rüstung, dafür mehr Speed, definitiv. Weniger HP, dafür mehr Warding. Interessant. Das heißt nur 0,2, also das können wir ruhig machen. Haben sie auch irgendwelche Fähigkeiten durchhalten? Nö. Nö, nichts. Dann. Hier das Ding sehr das Artefakt so aussieht, aber Artefakt. Könnte eine Waffe verbessern, ja. Mehr Block, mehr Damage, noch mehr Knockback für Stun Damage, ja. Da muss ich gar nicht überlegen. So, dann haben wir irgendwas anderes Spezielles, ne? Haben wir nicht. Schauen wir mal. Rüstung war definitiv nicht schlecht. Du hast... Ja, okay, die meisten von euch haben Level 0 Rüstung, also da muss ich definitiv was machen. Die Frage ist, was mache ich mit euch? So. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Rüstungen? Arm und Warding, weniger Dodge, das ist einfach um zu tanken. Das ist, wenn man auf der Ferne bleibt. Also Kefkas würde ich definitiv gerne die Upgrade hier geben, weil er muss in der Nähe unserer Leute bleiben, um mit dem Scharfschützen-Bonus-Dings zu machen. Der reicht bei dir doch? Ich weiß gar nicht. Er hat bisher nur wenig Fähigkeiten. Aber ich würde schon sagen, ich meine, Wister, das Quelling hat keine extrem große Reichweite, du musst schon eher näher dran sein. Also Dodge ist, denke ich, nicht allzu groß gebraucht. Ja, geben wir euch die Dinge her. Also du kriegst die 4 eine Rüstung. Dann Wister, die Gewalt. Ja, ein LP gehen wir besser aus, einfach damit du eine bessere Rüstung hast. Dann Waffen aber nicht vergessen, Waffen sind wichtig. Vor allem die momentan nur noch eine Bullshit-Waffe haben. Layla hat zum Glück einen Stufe 1 Bogen, Ding sie doch nicht. Der Whisper, boah, das ist nur bei okay. Na gut, du killst Gegner eigentlich, beziehungsweise bei dem Stunt. Armor Shred ist nicht schlecht, die Frage ist, brauchen wir das? Ein Dieb ist zwar sehr relativ wichtig, weil die hatten einfach ja extrem viel Rüstung und Zeug. Die Drauven, die haben nicht so viel Rüstung, die haben eher viel HP. Und ja, wir können regenerieren. Und wenn sie mal nah dran sind, dann machen sie guten Schaden. Ich glaube, sich Leaf ist besser. Oder einfach reiner, na gut, das wäre Stunt Damage. Nee, geben die das hin. Ja, noch irgendjemand, du hast einen Zauberstab. Was machen Staff und Wand? Das ist halt die Frage. Der hätte Block. Das war der Unterschied schon wieder. Das ist mehr Schaden, wenn man einfach draufhaut. Spell Damage ist bei beiden gleich. Hat einfach weniger Warding, aber Warding ist nicht das größte Problem. Die haben nicht viele magischen Angriffe. Klar, sie haben einige, aber also nur wenige. Die Dieven sind die einzigen Gegner, die magisch angreifen können. Zumindest bis jetzt. Der Rest ist rein physisch. Da wäre so ein Stab eigentlich besser, ja. Ich könnte Stab und Wand machen. Im Notfall, aber ne, machen wir das hier. Ja, geben wir auch so ein Leaf-Ding, wieso nicht? Weniger Stunt-Damage. Aber halt auch mit dem Leaf. Ja, komm, machen wir das. Und, na gut, zur Zweithand geht's da nicht. Und Whaley hat momentan nur eine oh, ich sehe erst jetzt, du hast nur die Bullshit-Rüstung noch.
Das ist wahrscheinlich gar keine. Na gut, lassen wir es. Wir haben eh nicht genügend Ressourcen, um irgendwas noch zu verbessern, nehme ich an. Ja, wir haben ein paar Hides. Also wenn, dann vielleicht irgendeine Rüstung mit etwas Glück, aber ich glaube nicht, weil da bräuchte man auch was anderes, ja. Das wird nichts. Ne, das war's. Und damit, ja, haben wir es für dieses Kapitel und auch für diese Folge. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Adieu.